Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf meinem Kanal. Ja, heute ein kleines Special, ja, der Hatman von Slapped Ham. Slapped Ham will dem Hatman auf den Grund gehen. Und ja, wir schauen uns das mal an. Ja, es wird wahrscheinlich ein paar Erklärungen dazu geben, ein paar Bilder. Ich bin sehr gespannt. Und da Halloween bald naht, ist der Hatman natürlich perfekt zum Grusel. Also auf geht's, Slapped Ham mit einem Hatman Special. Ja, der Hatman, the terrifying Hatman that visits you while you sleep. Also der unfassbare und widerliche Hatman, der uns im Schlaf besucht. Ja, schauen wir mal, ne? Dieses kleine Hatman Special vom Slapped Ham. Auf geht's. How you doing? I'm Callan and this is Slapped Ham. Thousands of people all around the world have been paid a visit by an entity known as the Hatman. Is it a psychological phenomenon or something far more sinister? Well, before we dive in and find out, remember to hit that subscribe button for more interesting, creepy content just like this. Also nochmal zum Hatman vorneweg. Ich habe halt persönlichen Bezug dazu, wie ich das schon bei einem anderen Video gesagt habe. Verwandte von mir sind aufgewacht nachts, beide gleichzeitig. Das Bett rappelte und wackelte. Und beide haben am Fußende des Bettes diesen Schatten stehen sehen mit dem Schlapphut, dem Hatman. So, jetzt ist es natürlich sehr unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig an Schlafparalyse leiden, beide gleichzeitig das Gleiche sehen und erfahren und fühlen. Deswegen habe ich den auch geglaubt und glaube ihn. Und deswegen ist der Hatman für mich real. There have been many sightings over the years of shadow people lurking on the edges of people's beds as they're trying to get a good night's sleep. One particular figure has emerged as a terrifying version of the shadowy boogeyman. Viele Schatten, die man tatsächlich im Schlaf sieht oder die Leute in Schlaf sehen, die leiden tatsächlich an Schlafparalyse. Die erzählen auch, sie konnten sich nicht bewegen, sie konnten nichts und so weiter. Die leiden tatsächlich an Schlafparalyse und diese Schatten, die sie dann sehen, sind halt, ich sage es jetzt mal einfach laienhaft, Traumbilder, ja, also schemenhafte Traumbilder, so. Aber der Hatman an sich, diese Figur, dieses Wesen, da bedarf es keiner Schlafparalyse, um den zu sehen. Wie gesagt, die Verwandten, die ich meine, die mir das erzählt haben und denen ich das auch, wie gesagt, glaube, leiden nicht unter Schlafparalyse und die konnten sich auch bewegen in diesem Moment. He's known as the Hatman. Have you ever been in a dark or shadowy room and thought you saw a human-like shape lurking in the darkness? If so, you may have been visited by shadow people. Ja, ich glaube, da wurde sie eher, wie auch immer das ist, vom Freddy Krüger besucht, ne, wenn ich mir so die Pfoten ansehe. Shadow people are believed to be the visual form of spirits or other entities trying to make their presence known in the human world. They appear as shadows of the denizens of the world of the dead. Others believe that the mysterious entities could be astral projections, aliens, or visitors from other times or dimensions. Ich stehe auch eher hinter der Version, dass das Besuche aus anderen Dimensionen sind. Also Aliens sind es nicht, glaube ich, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Es sind für mich auch nie normale Geister oder so, sondern es wirkt ja oft so, dass die eher zufällig auftauchen, eher zufällig irgendwo festgehalten werden und auch nur dastehen und gucken. Im Gegensatz zum Beispiel zu Schatten, die über Wände huschen, eher schemenhaft, also kaum sichtbar, das könnten auch schon eher Geister sein. Aber Schattenwesen sind pechschwarz. Es wirkt so, als wenn sie das Licht verschlingen würden. Also man kann sie anleuchten und man sieht einfach nur schwarz. Und das ist halt das Ungewöhnliche an Schattenwesen. Ja. Typically, they start out appearing in your peripheral vision and become more distinct as you focus on them. While seeing one may be a frightening experience, the shadow people are not always dangerous. Some of these spirits are likely harmless visitors. Some shadow people have been known to be helpful to those they visit, warning them of real dangers lurking nearby.
In 2008, Adam Seltzer, a tour guide in Chicago and New York, took this eerie photo. He was running a private ghost tour through the Congress Hotel in Chicago. While in the notoriously haunted Florentine Room, a shadow figure was photographed along the back wall. Das meine ich halt mit so schwarz, dass es das Licht praktisch verschlingt. Ja, also wir sehen ja hier, es ist ja, ich schätze mal durch den Blitz oder das Kameralicht an sich, weiß jetzt nicht, ob das nur ein Standbild ist. Also es hat ja alles Farbe. Ja, jetzt auch nicht so satt, aber es hat Farbe. Wir sehen hier rote Stühle, wir sehen hier so beige Tische und der Schal ist grau, er hat Hautfarben, ne? Wir sehen auch hier hinten die Tür, hat auch so eine Art Braun. Hier ist braun, schwarz, weiß, Metall, pechschwarz. Einfach nur pechschwarz. Wenn da jetzt eine Person stehen würde, würden wir ja wenigstens so eine Art Hautfarbe im Gesicht sehen oder so. Und das kann ja auch kein Schatten sein, weil diese Person, die diesen Schatten wirft, die müsste ja hier stehen, theoretisch. Hier. Und weil es ein Standbild ist, ist es auch kein Glitch. Ja, und er hat ja auch gesagt, Foto ist das, kann sowieso kein Glitch sein. Ja, also es ist echt seltsam, ne? Es ist echt seltsam. Diese Schattenwesen, ich glaube auch, dass wir nie herausfinden werden, was es genau ist oder wer diese Wesen sind. Seltzer has been at a loss to explain the mysterious entity in the photo. Unfassbar. Many people believe that the Hatman is just one of the shadow people. Ja, however, there are specific aspects of the story that set him apart as a distinct entity. Shadow people are typically human-shaped, but their appearances are vague. The Hatman, on the other hand, has a distinct look that distinguishes him from other entities. Ja, es kann ja auch halt immer die gleiche Entität sein, ja. Immer der Hatman. Der gehört halt zu diesen Schattenwesen und der ist auch ein Teil dieser Schattenwesen und der reist halt für sich. So. Und taucht halt an verschiedensten Orten der Welt in den letzten Jahren oder letzten Jahrzehnten immer wieder auf. Ist ja auch gut möglich, weil wer durch Dimensionen reisen kann, dem kann Zeit auch nichts anhaben. Ne? Der kümmert auch die Zeit nicht. Also glaube ich schon, dass er zu den Schattenwesen an sich gehört, er halt nur einen bestimmten Look hat. Ja, ich meine, schaut man sich heute mal in der Welt um, von 100 Leuten trägt vielleicht einer einen Hut. So. Und so wird das bei den Schattenwesen auch sein, denke ich. Wir wissen ja auch nicht, wo sie herkommen oder was sie genau sind. Ob es jetzt wirklich interdimensionelle Reisende sind. Vielleicht sind es auch Zeitreisende. Vielleicht werden wir in 300, 400 Jahren dastehen und sagen, ja, das sind wir. Ja. Also wenn wir durch die Zeit reisen, sieht man halt nicht mehr als einen schwarzen Schatten. Mehr können wir uns, wir projizieren uns praktisch so durch die Zeit. Das ist natürlich auch möglich. Aber ich glaube das eher nicht, weil dann würde man ja sich zu erkennen geben und wäre vielleicht für Zeitreisen jetzt nicht so praktisch, ne? Like the shadow people, he appears in Ich habe auch meine Schattenfliege wieder hier. dark, gloomy areas where he almost seems to blend in. He's been described as wearing a long black trench coat, three-piece suit and a hat, either a fedora, top hat or cowboy hat. He's very tall. Witnesses place his height anywhere between 6 and 10 feet. Occasionally, 6 and 10 feet, also irgendwas zwischen 2 Metern und 5 Metern. 6 to 10 meint er. Also, ja gut, Entschuldigung. Also er meint ungefähr 2,30 Meter, okay. Ich dachte jetzt 10 feet nochmal, aber nee, er meint ja 6 to 10. Okay. Also ungefähr 2,30 Meter, ja. Ja, es ist groß. Ich bin 2 Meter, nochmal 30 Zentimeter drauf. he is seen to glance at a gold pocket watch that he pulls out of his pocket. However, his most terrifying feature are his eyes. When he appears in the shadows, his eyes glow a bright red. Unlike shadow people who can be neutral or even helpful, the Hatman always brings a sense of fear and foreboding. Some believe that he only appears to people who are experiencing negative emotions, feeding off their pain and suffering. Some have reported seeing him after dabbling with a Ouija board or after alleged encounters with aliens. Often he speaks to his victims, whispering ominous threats and warnings in the form of bizarre riddles. Sometimes he just stares ominously or tips his hat. When he disappears, the victim is left with a sense of impending dread.
In some cases, the Ich glaube halt, dass dieser Hut es auch nochmal gruseliger macht. Ich meine, was verbinden wir mit so einem Hut, wenn es um unheimliche Dinge geht? Ganz trivial gesehen, seit ungefähr 40 Jahren Freddy Krüger. Ja? Ein Kindermörder, der dann als Wesen aus der Hölle in den Träumen die Nachkommen der Eltern tötet, die ihn getötet haben. Und ja, damit verbinden wir das. Deswegen ist ein Schlapphut auch gruselig. Ganz einfach. Und das unterscheidet den Hatman halt zu den anderen Schattenwesen. Er trägt diesen Hut. Und Freddy Krüger ist halt eine Figur, die weltweit bekannt ist. Ich würde sogar sagen, eine der bekanntesten Horrorfiguren, die es gibt. Auch für Leute, die die Filme vielleicht nicht gesehen haben, Freddy Krüger, den kennen sie. Und sie kennen auch Bilder von ihm. So, und ich glaube, das macht den Hatman aus, dieser Hut. Und deswegen auch eventuell dieses mehr Angst davor haben. Ne? appearance of this dark entity seems to be linked closely with a tragedy. Many who have seen him claim that shortly after the man's appearance, their lives were stricken with catastrophe. It's unclear whether the entity served as a warning of misfortune or was the cause of it. Also ich würde dem gar nicht so viel zuordnen. Ja, natürlich, wenn man ihn dann gesehen hat und erlebt Dinge, die nicht schön sind, verbindet man das natürlich damit. Oder die Menschen verbinden das dann damit. Und jeder Zufall, der dann so ins Leben wankt, der nicht so schön ist, der wird dann damit in Verbindung gebracht. Ich glaube, man darf dem jetzt nicht zu viel zutrauen, ja. Aber ja, gehört halt mit zur Legendenbildung dazu, ne? When these three women had their photo taken out the front of their home, they couldn't have known the chilling image that would develop. Behind the three ladies, you can see what looks like the shadow of a man wearing a hat. If you look closely, you can see that the shadow figure has placed a hand on the shoulder of the woman on the left. It's said that 3 days after this photo was taken, the woman died in a horrible car accident. Ja, aber das heißt ja nichts. The photographer claims that there was certainly no hatted man standing behind the women when the photograph was taken. Auch einfach nur Zufall, ne? Das ist vielleicht auch einfach nur Zufall. Oder halt auch nicht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es nur Zufall ist. And is simply baffled by the image. Perhaps this strange shadow appeared as a sort of omen, foreshadowing the tragic events that would unfold just 3 days later. Kein schöner Zufall. There have been countless reports of sightings over the years. In some cases, he appears only at specific times. For example, one Reddit user called Strangely Dazed only saw him while she was spending the night with her ex-boyfriend. She says that he would watch her sleep, sometimes leaning over the bed. The relationship eventually ended, and the boyfriend went on to abuse other partners. This witness believes that the man's underlying anger and violence attracted the entity to their bedside. Vielleicht. Another common theme among the stories is seeing the entity as a child or while staying in your childhood bedroom. This was the case for another Reddit user, the Scissor Wizard. This witness encountered the entity at age 8. They state that they saw a man fitting the descriptions of the Hatman watching from the corner of their room. They recall feeling that the entity was malevolent, even though he did nothing but watch. According to this witness, others who lived in the house in later years had similar experiences, some even reporting that the children of the house had been lifted from their beds and dropped. Ja, ne, also meistens guckt er einfach nur und manche sagen halt auch, dass er halt mehr macht. Jetzt hat er da irgendwie die Kinder ja auch hochgehoben und so. Ja, es ist halt möglich. Also es ist ja nur eine Theorie von mir, dass er es nicht tut und dass das meiste halt nur zufällig geschieht. Aber ja, es ist natürlich möglich. Man weiß ja auch nicht, was die anderen Schattenwesen so können. Die werden ja meistens nur aus der Ferne gesehen. Keine Ahnung. This photo was captured by a woman who was dozing in her bed in 2017. She was listening to a podcast and felt herself drifting off to sleep. Suddenly, she felt a dark, ominous presence in the room and glanced over to the window. She claims that a tall figure with a hat was standing by her bed, watching intently. She grabbed her phone and took a quick photo but realized there was no one in the room. When she looked at the photo, she couldn't believe what she saw. Indeed, there was a solid black entity standing in the room wearing what looked like a top hat. Fassbar.
The entity seems to be attracted to specific people. According to Heidi Hollis, a Hatman expert, one night she was sound asleep when the quiet of the night was shattered by a blood-curdling scream. She awoke suddenly, realizing it was her roommate calling out in terror. She opened the door to her roommate's bedroom and found her curled up in the corner of the room, having a full-on panic attack. When her panic eventually subsided, she told Hollis that she had been visited by a shadowy figure in a black hat. Hollis never saw the figure but could feel a lingering sense of evil. One aspect of the Hatman phenomenon, other than the entity's distinct appearance, that separates it from shadow people is how it moves. Those who have encountered shadow people typically state that the figures seem to dissolve into the dark after a certain period of time. However, the Hatman appears to move more human-like. Witnesses often describe him walking away after a while. One witness and founder of the Hatman project, Tim Brown, stated, "He stood there for what seemed like an eternity. He then moved very slowly and without sound back into the hallway just out of view." This suggests that the Hatman is not a spirit, but something entirely different and far more malevolent. Some believe that even if the Hatman himself is not a ghost, he sometimes brings ghosts with him. One Reddit user, Their Eyes Upon You, describes waking one night to discover her bed surrounded by shadowy figures. One of them, which looked vaguely like a young girl, leaned forward and began speaking in some other language. The witness states that they were in Echt straight aus dem Horrorfilm, ne? Wachst du da auf und dann stehen da auf einmal ganz viele Schatten um dein Bett. Inexplicably able to reply in the same language. The witness then heard laughter coming from another corner of the room. They looked towards the sound and saw a shadowy figure in a hat with glowing red eyes. Each time the victim replied to the young ghost in a foreign language, the entity in the hat seemed delighted and let out an eerie laugh. Another witness named Greg Newkirk believes that the entity in the dark hat brought along unwanted guests. He claims that for months after moving into a new house, he heard horrifying noises while in his bedroom at night. He described them as muffled conversations coming from inside his closet. One night, unable to stand the sounds any longer, he left the room and tried to sleep in a guest bedroom. As he tried to fall asleep, a shadowy entity in a large hat appeared at the foot of the bed. He let out a terrified scream, and when his family ran into the room and turned on the lights, the entity disappeared. Und man muss sich vorstellen, es gibt so, das ist nur ein Bruchteil von Erzählungen, von Erlebnissen von Menschen. Es gibt Hunderte von diesen Erzählungen und das weltweit, Tausende eventuell sogar. Und das ist schon sehr bemerkenswert, weil die Menschen untereinander sehr wenig miteinander zu tun haben und diese Erzählungen sich auch über die letzten 30, 40, 50 Jahre erstrecken. Also zu Zeiten, wo man ja nicht so viel Kontakt mit der ganzen Welt hatte, weil es halt noch kein Internet gab. Das ist schon sehr beeindruckend, finde ich. While some people are fortunate enough to only encounter the terrifying entity once, others have repeated run-ins. One witness, whose name was not identified, claims that the Hatman visited him at least 3 times when he was a child. Once, he saw the entity standing in the corner of his bedroom after he'd been fighting with his parents. A few years later, the same being appeared floating outside of a second-story window. The man came to him one final time in a dream. Some even claim that the man runs in families. According to Tim Brown, after he described his experience to his family, he was told that his grandmother and great-grandmother had also encountered the same entity. Before we get to that #1 spot and take a look at some possible explanations for the Hatman, remember to hit that subscribe button and turn on channel notifications. That way you'll be completely up to date with all our latest content. There have been many explanations for the Hatman phenomenon. One of the most common theories is that those who have encountered shadow people are actually suffering from sleep paralysis, a condition in which the person wakes from sleep completely unable to move and typically in a complete panic. Often, the neurological condition causes the sufferer to hallucinate, which could explain the appearance of figures in the shadows.
However, not all witnesses who have encountered shadow people or the Hatman report accompanying paralysis. Others believe that the heightened feelings of fear that we often feel in the dark could lead us to perceive entities in the shadows. When we're alone at night, we often hear what could be lurking nearby. Es kann halt auch sein, dass es bei vielen Menschen tatsächlich Schlafparalyse ist. Ja. Aber wie gesagt, mir sind halt Fälle bekannt oder ein Fall, zumindest bei mir aus der Familie, da leidet niemand unter Schlafparalyse und es ist natürlich halt, also fast unmöglich, dass beide gleichzeitig darunter gelitten haben und die gleiche Halluzination hatten, die absolut identische Halluzination. In this way, the Hatman could be a sort of self-fulfilling prophecy. However, according to experts, this is an unlikely explanation. When we imagine that something's lurking in the shadows stalking us, we typically examine it closely to determine what it is we're actually seeing. If the shadow is actually the result of something benign, we usually figure that out relatively quickly as our eyes adjust to the dark. Those who have encountered actual entities in the shadows don't have this comfort. The longer they... Okay, und die andere Theorie, hat er gerade gesagt, ist halt auch von Wissenschaftlern, dass die meisten von uns halt die Fähigkeit haben, dass unsere Augen sich an die Dunkelheit anpassen und wir halt Objekte auch in der Dunkelheit, wenn auch nur mit sehr wenig Licht halbwegs erkennen können. Ja, vor allen Dingen, wenn es eine Umgebung ist, die wir kennen, ja, also in der wir leben, tagtäglich. Und manche Menschen haben diese Fähigkeit halt nicht. Also das Auge passt sich dann zwar den Lichtverhältnissen an, aber das Gehirn kann die Umgebung nicht so schnell verarbeiten. Und so bilden sich halt Strukturen, die unser Hirn dann wie bei einer Pareidolie halt umwandelt in Figuren, die man kennt. Und dazu gehören halt Silhouetten von Menschen zum Beispiel auch. Ja, auch eine sehr interessante Theorie, aber halt auch eine Theorie. Nur eine Theorie. They stare at the entity, the more real and terrifying it becomes. The most striking aspect about this phenomenon is that the reports are also congruent. They all describe almost the exact same thing. Genau. A dark, ominous figure that likes to watch people sleep. The Hatman is the most troubling of all because it's such an oddly specific sighting. How is it that thousands of people all around the world all characterize the Hatman exactly the same? Das ist ja das, was ich auch sage, ne? Wie können all diese Menschen über Jahrzehnte hinweg das Gleiche, das wirklich haargenau Gleiche sehen? Those who have spotted these shadowy entities, the experience can't be explained away. For them, the Hatman is a very real and very frightening entity that defies logical explanation. So is the Hatman real? You'll have to look for him in the shadows and find out for yourself. If you want some more content on this topic. Ja, sehr interessant fand ich. Wie gesagt, der Hatman durch meinen persönlichen Bezug sehr interessant. Und ich fand jetzt das Video auch sehr gut von Sliptam. Es gab ein paar bildliche Beispiele, Erklärungen dafür, mögliche Erklärungen. Der hat die Legende auch nochmal komplett erzählt. Ja, mir hat Spaß gemacht und ich hoffe, ich werde ihn nie sehen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Haltet die Ohren steif. Moment, ihr habt was vergessen. Und in der Beschreibung alle Links zum Anklicken. Abo dalassen, Daumen hoch. Bei mir bitte auch. So, jetzt aber haltet die Ohren steif. Ich empfehle mich. Adios.